Es gibt einen Moment in der Geschichte der modernen Physik, der oft übersehen wird. Ein Mann steht vor einer Tafel im California Institute of Technology. Hat soeben eine Vorlesung über Quantenmechanik beendet. Ein junger Student hebt die Hand und fragt etwas, das ihm falsch klingt. Fragt, ob der Professor erklären kann, was wirklich passiert, wenn ein Elektron durch Z-Spalten gleichzeitig hat. Der Professor lächelt. Senkt den Kopf und dann sagt einen Satz, der zur berühmtesten Aussage eines Physikers über seine Genes falsch wurde. Sagt, ich denke, ich kann mit Sicherheit sagen, dass niemand Quantenmechanik versteht. Sein Name war Richard Feynman, Nobelpreisträger, Mitbegründer der Quantenelektrodynamik, einer der originellsten Köpfe des 20. Jahrhunderts. Und in diesem einen Satz lag mehr als nur intellektuelle Bescheidenheit. Lag in einer tiefen, fast schmerzhaften Erkenntnis, denn Feynman hatte etwas gesehen, etwas in den Tiefen der Quantenphysik, das ihn nicht losließ. Etwas, das selbst seinen brillanten Verstand erschütterte. In den nächsten 20 Minuten werden wir herausfinden, was das war. Zu verstehen, was Feynman beunruhigte, müssen wir zuerst verstehen, wer dieser Mann war. Richard Feynman wuchs in Far Rockaway auf, einem kleinen Stadtteil von New York. Sein Vater Melville war kein Wissenschaftler, aber hatte eine einzigartige Methode, seinem Sohn die Welt beizubringen. Wenn der kleine Richard fragte, wie etwas ist, antwortete der Vater nicht mit dem Namen. Antwortete mit der Sache. Sagte sin Gemas, du kannst den Namen eines Bohels in der Sprache der Welt kennen, aber wenn du fertig bist, weißt du nichts über den Bohel selbst. Schauen wir ihn an. Schauen wir, was tut. Diese frühe Lektion prakte Feynman für sein ganzes Leben. Lernte zwischen dem Etikett und dem Verstand nicht zu unterscheiden. Zwischen dem Wissen, wie etwas ist, und dem Wissen, wie es funktioniert. Diese Unterscheidung wurde später zur Grundlage seiner berühmten Lernmethode. Aber sie sollte aus der Grund sein, warum die Quantenphysik ihn so tief beunruhigte, als Feynman die Universität erreichte, war bereits brillant. Am Massachusetts Institute of Technology zeigte ein außergewöhnliches Talent für mathematische Probleme. Dort sein Aufstieg begann in Princeton, wo bei dem legendären John Wheeler studierte. Die Welt steckte mitten in einer wissenschaftlichen Revolution. Albert Einstein hatte gesagt, dass Raum und Zeit nicht absolut sind. Niels Bohr hatte das Atom neu interpretiert. Werner Heisenberg hatte die Unschärferelation aufgestellt. Und Erwin Schrödinger hatte mit seiner Wellengleichung die Welt der kleinsten Teilchen beschrieben. Doch trotz dieser Erfolge gab es ein Problem, etwas Tiefes. Etwas, das niemand wirklich erklären konnte. Die Mathematik funktionierte. Die Vorhersagen waren erstaunlich präzise. Aber wenn man fragte, was eigentlich in der Quantenwelt geschieht, geriet jeder ins Stocken. Lass mich dir das berühmteste Experiment der Quantenphysik beschreiben. Es heißt Doppelspaltexperiment. Stell dir eine Wand mit schmalen Spalten vor. Auf der anderen Seite steht ein Schirm. Wenn du Kugeln durch die Spalten wirfst, bekommst du Streifen auf dem Schirm. Eine pro Spalt, das ist intuitiv, das ist, wie sich Teilchen behalten sollten. Wenn du jedoch Wasserwellen durch die gleichen Spalten schickst, passiert etwas anderes. Die Wellen überlagern sich. Wo Wellenberg auf Wellenberg trifft, verstärken sie sich. Wo Berg und Tal aufeinander treffen, löschen sie sich aus. Du bekommst ein Streifenmuster auf dem Schirm, ein klassisches Interferenzmuster. Wellen behalten sich so. Teilchen behalten sich so nicht. Und genau hier beginnt das Problem, wenn du nämlich ein einzelnes Elektron durch denselben Doppelspalt schickst, sollte sich das Elektron wie eine Kugel behalten. Es sollte durch einen der beiden Spalten gehen, es sollte auf einer der beiden Seiten landen, es sollte ein klarer, punktförmiger Treffer sein, und beim ersten Mal scheint genau das zu passieren. Du siehst einen einzelnen Punkt auf dem Schirm, aber dann schickst du ein Z-weites Elektron, dann ein drittes, hunderte, tausende, und langsam, ganz langsam formt sich auf dem Schirm ein Muster. Es ist kein Doppelpunktmuster. Es ist ein Interferenzmuster. Genau wie bei Wellen. Wie kann das sein? Wir können einzelne Teilchen, die einzeln auf den Schirm treffen, gemeinsam ein Muster bilden, das nur Wellen erzeugen können. Es ist, als ob jedes einzelne Elektron mit sich selbst interferiert, als ob es gleichzeitig durch beide Spalten hat, als ob es überall und nirgendwo zugleich ist. Genau hier beginnt die Quantenrealität, unsere Intuition zu zerbrechen, aber es kommt noch seltsamer. Die Physiker dachten sich, gut, schauen wir doch im Fatschin. Stellen wir einen Detektor an einen der Spalten und beobachten direkt, durch welchen Spalt das Elektron tatsächlich hat. Wie jetzt löst das Rätsel. Und genau dann passiert das, was Feynman als das eigentliche Mysterium der Quantenphysik bezeichnete. In dem Moment, in dem du das Elektron beobachtest, verschwindet das Interferenzmuster sofort.
Plötzlich beralten sich die Elektronen wieder wie normale Teilchen, wie Kugeln. Du bekommst Z-Streifen auf dem Schirm, schaltest du den Detektor wieder aus, erscheint das Interferenzmuster wieder. Lies das noch einmal. Das Universum beralt sich anders, je nachdem, ob du ins schaust oder nicht. Die bloße Beobachtung verändert das Ergebnis. Das ist nicht Mystik, das ist nicht Philosophie. Das ist ein experimentell wiederholbares, arteswissenschaftliches Ergebnis. Stell dir vor, was das bedeutet. In der klassischen Welt sind die Dinge, wie sie sind, unabhängig davon, ob jemand ins schaut. Der Mond existiert auch dann, wenn niemand ihn anschaut. Aber auf der Ebene der Quantenwelt scheint das nicht mehr zu gelten. Die Realität selbst scheint von der Messung abzuhängen. Feynman schrieb einmal, dass dieses einzelne Experiment alle Mysterien der Quantenmechanik enthält. Alles, was seltsam, paradox und beunruhigend an der Quantentheorie ist, lässt sich in diesem einen Experiment zeigen. Und genau deshalb verbrachte sein ganzes Leben damit, darüber nachzudenken, aber lass uns noch tiefer gehen. Denn was Feynman wirklich erschütterte, war nicht nur das Beralten der Teilchen. Es war die mathematische Wahrheit dahinter. Feynman entwickelte eine neue Art, die Quantenmechanik zu formulieren. Sie ist Pfad-Integralformulierung und sie ist einer der schönsten und gleichzeitig verstörendsten Gedanken der modernen Physik. Stell dir vor, ein Elektron bewegt sich vom Punkt A nach Punkt B. In der klassischen Physik würde es einen einzigen Weg nehmen, den effizientesten. Doch nach Feynmans Formulierung nimmt das Elektron nicht einen Weg. Es nimmt alle möglichen Wege gleichzeitig. Jeden denklaren P-Pfad, jede mögliche Trajektorie, jede absurde Schleife und jeden Umweg. Alle gleichzeitig. Erst wenn man am Punkt nachschaut, kollabieren all diese Möglichkeiten in eine in sich beobachtete Realität. Diese Vorstellung ist nicht nur poetisch. Sie ist mathematisch präzise. Sie macht Sachen, die mit jeder Messung übereinstimmen, bis auf die 10. Dezimalstelle. Sie funktioniert. Aber was bedeutet sie wirklich? Existiert das Elektron tatsächlich auf allen Wegen gleichzeitig? Oder ist dies nur eine mathematische Bequemlichkeit, ein Werkzeug zur Berechnung? Feynman selbst sagte, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt und dass wir es wie jetzt nie wirklich wissen werden. Dieses Geständnis ist tiefer, als es klingt. Sagt einer der größten Physiker des Jahrhunderts. Wir wissen, wie es funktioniert, aber wir wissen nicht, was es bedeutet. Heisenberg fügte mit seiner Unschärferelation eine weitere Schicht des Unverständlichen hinzu. Sie besagt, dass man bestimmte Eigenschaften eines Teilchens nicht gleichzeitig genau kennen kann. Je präziser du den Ort eines Elektrons misst, desto unschärfer wird seine Geschwindigkeit und umgekehrt. Es ist nicht eine Frage besserer Instrumente. Es ist eine fundamentale Eigenschaft der Natur selbst. Die Welt hat eine eingebaute Unschärfe, eine Grenze, jenseits der es keine schärferen Antworten mehr gibt. Stell dir das vor, die Realität hat eine Auflösungsgrenze. Sie ist nicht beliebig genau definiert. Und niemand weiß, warum. Dann gibt es noch das Phänomen, das Albert Einstein als spukhafte Verwirkung bezeichnete. Die Quantenverschränkung. Wenn Z-Teilchen miteinander verstrangt sind, scheinen sie über jede Entfernung in Weg verbunden zu sein. Misst du eine Eigenschaft des einen Teilchens, beeinflusst dies augenblicklich die Eigenschaft des anderen, selbst wenn sie Lichtjahre voneinander entfernt sind. Diese Verbindung scheint die Lichtgeschwindigkeit zu überstreiten. Einstein konnte es nicht akzeptieren. Glaubte, dass dies bedeuten musste, dass die Quantenmechanik unvollständig ist. Doch Jahrzehntes später bewiesen Experimente, allen voran die Tests des Bayesian Theorems, dass die Überstrankung real ist. Sie funktioniert genauso, wie die Quantenmechanik es sagt. Einstein hatte sich her. Die Natur ist tatsächlich spukhaft. Feynman war fasziniert von all dem. Entwickelte seine berühmten Feynman-Diagramme in zeichnerische Darstellungen, mit denen Physiker komplexe Quanteninteraktionen visualisieren konnten. Diese Diagramme veränderten die theoretische Physik für immer. Sie ermöglichten Berechnungen, die zuvor undurchführbar gewesen waren. Für diese Arbeit erhielt Feynman 1965 den Nobelpreis. Doch in seinen späteren Vorlesungen, in Interviews und Gesprächen kam immer wieder auf dasselbe zurück. Auf das, was nicht verstand. Auf das, was niemand verstand. Ist der Moment, der ihn wirklich beunruhigte. Es ist nicht nur die Tatsache, dass Teilchen sich seltsam verhalten. Es ist die Tatsache, dass es möglicherweise keine tiefere Erklärung gibt. Die gesamte Geschichte der Wissenschaft basiert auf der Annahme, dass es eine Realität gibt, die unabhängig von uns existiert und dass wir diese Realität durch sorgfältige Beobachtung und logisches Denken verstehen können. Dieses Vertrauen begann mit den alten Griechen. Es entwickelte sich durch Newton, durch Galilei, durch Maxwell. Es war die Grundlage der gesamten klassischen Physik, aber die Quantenmechanik scheint zu sagen.
Diese Annahme konnte falsch sein. Es gibt wie jetzt keine objektive Realität, die unabhängig vom Beobachter existiert. Die Welt ist wie jetzt keine Maschine, die nach festen Regeln läuft. Sie ist wie jetzt eher gefletcht aus Wahrscheinlichkeiten, das nur dann konkret wird, wenn jemand schaut, das ist das, was Feynman erschütterte, nicht die Mathematik. Die Mathematik beherrscht meisterhaft. Sondern die Tatsache, dass die Mathematik möglicherweise nicht auf eine tiefere, verstandliche Wahrheit beweist, dass das Universum, das wir bewohnen, in seinem Kern unverständlich sein konnte. Dass die Frage, warum jenseits eines bestimmten Punktes keine Antwort mehr hat, steht dir das vor, du hast in der Wissenschaft immer tiefer. Du fragst warum und du bekommst eine Antwort. Du fragst noch einmal warum und du bekommst eine tiefere Antwort. Du fragst weiter und irgendwann erreichst du eine Wand, in der es keine Antworten mehr gibt, nur noch Bestrebungen. Nur noch funktionierende Modelle ohne tiefere Bedeutung. Genau diese Wand erreichte Feynman in der Quantenphysik. Es gibt verschiedene Versuche, die Quantenmechanik zu interpretieren. Die Kopenhagener Deutung sagt, dass die Quantenwelt erst durch die Messung in eine konkrete Realität kollabiert. Die Welle-Teilchen-Dualität sagt, dass jede Messung das Universum in mehrere parallele Wirklichkeiten aufspaltet. Die de Broglie-Bohm-Theorie sagt, dass es verborgene Variablen gibt, die wir nur nicht sehen können. Es gibt die konsistenten Historien, die relationale Interpretation, die objektiven Kollapstheorien. Jede dieser Interpretationen versucht, das Mysterium auf eine andere Weise zu lösen, und keine von ihnen ist bewiesen, keine von ihnen ist allgemein akzeptiert. 100 Jahre nach der Entstehung der Quantenmechanik streiten sich Physiker noch mehr darüber, was sie eigentlich bedeutet. Feynman selbst hatte eine pragmatische Haltung. Als den Mund und Rechne war ein Spruch, der oft in seinem Kreis kursierte. Konzentriere dich auf das, was funktioniert, und überlasse die metaphysischen Fragen dem Philosophen. Aber tief im Inneren wusste dass diese Haltung nicht das letzte Wort sein konnte. In einer seiner berühmtesten Vorlesungen sagte dass die Quantenmechanik die Natur so bestrebt, wie sie tatsächlich ist, und dass wir akzeptieren müssen, dass die Natur absurd ist. Nicht ein bisschen absurd, nicht oberflächlich seltsam, sondern fundamental im tiefsten Sinne absurd, jenseits unserer Vorstellungskraft. Das ist der Schlüssel zu dem, was Feynman wirklich erschütterte. Es war nicht nur die wissenschaftliche Herausforderung, es war die philosophische Tiefe. Wenn die Quantenmechanik wahr ist, und sie ist es, dann ist die Welt nicht das, was wir denken. Determinismus, also die Idee, dass jeder Zustand des Universums durch den vorherigen Zustand vollständig bestimmt wird, scheint nicht zu gelten. Vorhersagbarkeit ist begrenzt. Reine Logik reicht nicht aus, die Welt zu beschreiben. Die Beobachter sind irgendwie Teil dessen, was sie beobachten. Wenn das stimmt, dann ist unser Verständnis der Welt seit Newton tief unvollständig für jemanden wie Feynman, der das Verstehen über alles stellte, war dies eine schmerzhafte Wahrheit. Hatte sein ganzes Leben darauf verwendet, Dinge wirklich zu verstehen, nicht nur Etiketten zu lernen, sondern bis zum Kern vorzudringen. Und nun stand vor einem Bereich, in dem dieses tiefe Verständnis möglicherweise unmöglich ist. Wo die einzige verlässliche Methode darin besteht, die Mathematik anzuwenden, ohne wirklich zu wissen, was sie bedeutet, steht dir den Konflikt vor. Ein Mann, der wie kein anderer auf wirkliches Verständnis bestand, musste akzeptieren, dass einige der wichtigsten Aspekte der physikalischen Realität jenseits des Verständnisses liegen konnten. Und Doch, und das ist wie jetzt das Schönste am Feynman, gab nicht auf. Versuchte nicht, das Mysterium klein zu reden oder zu verstecken. Verehrte es. Sagte oft, dass eine außergewöhnliche Schönheit darin liegt, vor einem Mysterium zu stehen. Dass das Nichtwissen nicht das Ende des Denkens ist, sondern sein Anfang. Dass die ehrliche Anerkennung unserer Grenzen mehr wert ist als 100 vorgetauschte Antworten. Genau diese Haltung machte ihn so einzigartig. War ein Wissenschaftler, der bereit war zu sagen, ich weiß es nicht, und das öffentlich, vor Studenten, vor Kollegen, vor der ganzen Welt heute im 21. Jahrhundert leben wir in einer Welt, in der die Quantenmechanik nicht mehr nur ein Spielfeld theoretischer Physiker ist. Quantencomputer existieren, Quantenverschlüsselung stützt Kommunikation, Quantensensoren erreichen Genauigkeiten, die zuvor undenkbar waren. Wir nutzen die Quantenphysik täglich, wir vertrauen ihren Vorhersagen. Und doch verstehen wir sie immer noch nicht wirklich. Genau wie Feynman es voraussah. Die Mathematik streitet voran, die Anwendungen explodieren, aber das tiefe Verstehen bleibt aus. Wir haben gelernt, mit der Absurdität zu leben, ohne sie aufzulösen. Das ist die wahre Lektion aus Feynmans Leben. Nicht nur, dass die Quantenphysik seltsam ist, sondern das wahre wissenschaftliche Große darin besteht, liegt mit den Grenzen unseres Wissens umzugehen.
ein wirklicher Wissenschaftler ist nicht jemand, der alle Antworten kennt. Ist jemand, der weiß, welche Fragen offen sind. Ist jemand, der den Mut hat, das eigene Unwissen einzugestehen. Feynman zeigte uns, dass dieser Mut keine Schwäche ist, sondern die höchste Form intellektueller Integrität. Es gibt einen Moment in einem späten Interview, in dem Feynman gefragt wurde, was fühle, wenn an die Quantenmechanik denke. Machte eine Pause. Dann sagte etwas Bemerkenswertes. Sagte, dass sich oft frage, was es bedeutet, dass wir uns als Teil eines Universums verstehen können, das wir nicht vollständig verstehen können. Dass wir, die wir aus den gleichen Atomen bestehen wie alles andere, irgendwie die Fähigkeit entwickelt haben, über uns selbst nachzudenken. Dass das Universum durch uns anfängt, sich selbst zu betrachten. Und dass diese Tatsache wie jetzt ebenso mysteriös ist wie das, was wir betrachten, in dieser Reflexion liegt das ganze Geheimnis von Feynmans Verhältnis zur Quantenphysik. Es ist nicht nur Verstörung. Es ist auch Furcht, es ist nicht nur Frustration, es ist auch Bewunderung, die Quantenwelt ist seltsam, sie ist beunruhigend, sie widerspricht unserer Intuition auf eine fundamentale Weise. Aber sie ist auch unsere Welt. Sie ist die Welt, aus der wir bestehen. Und das, was uns daran erschüttert, sagt wie jetzt ebenso viel über uns aus wie über die Realität selbst. Wenn du also das nächste Mal hörst, dass jemand die Quantenphysik in einem Satz erklärt, sei vorsichtig. Wenn jemand mit absoluter Sicherheit darüber spricht, sei vorsichtig. Denn Feynman, einer der klugsten Köpfe, die je gelebt haben, hat sein ganzes Leben damit verbracht, dieses Feld zu erforschen, und am Ende sagte ehrlich, ich verstehe es nicht. Und wenn es nicht verstand, dann ist dieses Geständnis nicht das Ende der Reise. Es ist die erlichte Bestrebung dessen, wo wir uns als Menschheit gerade befinden. An der Stelle zu etwas tieferem, wo einer Wand, an der unsere alten Werkzeuge des Verstehens nicht mehr ausreichen. Aber genau hier an dieser Stelle beginnt wie jetzt die nächste große Revolution des Denkens. Feynman starb 1988. Auf seiner Tafel im Kaltech hinterließ einen letzten Satz. Was ich nicht erschaffen kann, das verstehe ich nicht. Meinte damit, dass wirkliches Verstehen erst dann beginnt, wenn man etwas selbst nachbauen kann. Und wie jetzt ist das auch die Antwort auf das Mysterium der Quantenphysik. Wie jetzt werden wir sie erst dann wirklich verstehen, wenn wir irgendwie die Realität auf einer tieferen Ebene denken. Bis dahin bleibt das, was Feynman gesehen hat, eine offene Frage. Eine, die uns alle einlädt, mit derselben Demut und derselben Neugier weiterzudenken. Denn wie jetzt ist das größte Geschenk der Quantenphysik nicht die Antwort, die sie gibt, sondern die Frage, die sie offen lässt. Und die Erinnerung daran, dass das Universum am Ende immer ein Stück größer ist als unser Verstand.